Die soziale Seite ist enorm wichtig, weil Wohnen ja eine Lebensnotwendigkeit ist. Daher ist auch ganz wichtig ein entsprechender ausgebauter sozialer Wohnbau mit genossenschaftlichen Bereichen. Das wirkt sich dann natürlich auch auf den privaten Sektor aus. Trotz des Niedrigzinsumfeldes sinkt die Leistbarkeit von Wohnraum. Woran liegt das? Inwieweit spielt die Geldpolitik da hinein? Der primäre Punkt in dieser Problematik scheint mir die Einkommensentwicklung. Wir hatten seit 2008 de facto immer wieder Wirtschaftskrisen, jetzt eine sehr schwere, und das wirkt sich natürlich massiv auf die Einkommensentwicklung aus und damit auch auf die Leistbarkeit. Daneben gibt es die Angebotsseite und da geht es eben darum, ob sozusagen Wohnbau geschaffen werden kann oder nicht. Und der dritte Punkt ist die Frage der Bevölkerungsentwicklung. In Regionen mit starkem Bevölkerungszuwachs wird es natürlich tendenziell immer wieder Knappheiten geben. Jetzt haben Sie schon angesprochen, seit 2020 mit der Covid-19-Pandemie. Wie glauben Sie, dass sich diese Krise auswirkt auf den Immobilienmarkt, wenn Sie da ein bisschen in die Zukunft blicken? Der Wohnungsmarkt ist ja eher über längerfristige Entwicklungen bestimmt. Das heißt, das niedrige Zinsniveau, das wir jetzt haben, sollte positiv wirken auf das Wohnungsangebot. Das geschieht ja auch, es wird ja auch entsprechend mehr gebaut. Und wir hoffen alle, dass auch die Wirtschaftsentwicklung und damit die Einkommensentwicklung sich wieder etwas normalisiert. Also meine Sicht ist die, dass ich glaube, an der Dynamik der Liegenschaftspreise sich nichts Dramatisches ändert, vielleicht etwas abgeschwächter gegenüber früheren Perioden.